In diesem Video siehst du, wie ich den Ton beim Töpfern aufbreche und den Boden glätte. Wenn man gut zentriert hat, kann man den ruhig laufenden Klumpen durchaus als Hilfe benutzen, um die Hände stillzuhalten. Wir legen also die Hände am Tonklumpen außen an und jetzt drücke ich mit dem Daumen zentral in den Ton hinein. Der linke Daumen verbindet beide Hände, so ist das System stabilisiert. Wenn ich meine, ich bin tief genug, höre ich auf. Und nun ziehe ich mit dem rechten Mittelfinger, den ich etwas krümme, genau in Richtung 6 Uhr auf mich zu. Wenn ich das ziemlich gerade mache, entsteht ein guter, ebener Boden. Schaut, so ungefähr sind die Finger. Und nun wird geglättet. Ihr müsst euch beim Glätten vorstellen, dass ihr die Tonteilchen jetzt alle so sehr verdichtet, wie später auch die Wandung verdichtet wird. Dann ist später ein Fehler beim Brennen ausgeschlossen. Wenn der Ton nicht verdichtet werden würde und man später haufenweise an der Wand drum arbeitet, hat man eine verdichtete Wand und den Boden nicht. Die zweite Möglichkeit, Ton aufzubrechen, mache ich in diesem Fall mit dem rechten Mittelfinger. Beide Hände verbinden sich und ich kann zentral in den Klumpen hineingehen, wenn die gewünschte Bodenstärke ist. Ziehe ich wieder in Richtung 6 Uhr mit dem Mittelfinger auf und schön darauf achten, dass der Boden gleichmäßig ist und dass ich niemals weiter aufziehe, als die Basis vom Klumpen überhaupt breit war. Danach glätten wir den Boden. Ich vergesse immer, man kann natürlich prüfen, ob der Boden dick genug ist, wenn man sich nicht sicher ist. Hierzu sticht man einfach mit einer Nadel in den Ton und man fühlt eigentlich, wie dick er ist. Das ist eine Erfahrungssache. Wenn man es optisch möchte, kann man sich etwas Schlicker an die Nadel machen, sticht dann hinein und dann sieht man es. Sollte der Boden zu dünn sein, bleibt einem nichts weiter als das Stück wegzuschmeißen. Wenn er zu dick ist, dann kann man von der Mitte aus drücken nach außen den Boden schon noch verdünnen. Es wird sich dann wahrscheinlich etwas Ton abschälen, den ihr dann aus dem Stück rausnehmen müsst, weil das wird sich nie wieder miteinander verbinden. Kommen wir noch zur dritten Variante, wie ich manchmal den Ton aufbreche und den Boden setze. Wieder mit dem Daumen hinunter und dann eigentlich mit dem Daumen in Richtung 2 Uhr rausdrücken. Man kann das auch mit beiden Daumen machen, halte ich aber für Anfänger etwas schwierig. Also beide Hände dran und mit dem Daumen Richtung 2 Uhr rüber drücken. Und es bildet sich auch so ein gleichmäßiger Boden. Und wenn in der Mitte diese Tonspitze bleibt, die könnt ihr vermitteln. Wenn sich, wie gesagt, etwas Ton löst, dann müsst ihr das vom Klumpen entfernen. Der klebt nicht wieder an, wie gesagt. Ja, und so denke ich, habt ihr jetzt 3 Varianten, die ihr vielleicht mal ausprobieren könnt, was euch am besten taugt. So schwierig ist dieser Zug nicht, aber er setzt natürlich die Basis für alles Kommende. Und zum nächsten Video wird es dann interessanter, dann folgt natürlich der Zangengriff.